We have saved the best for the last. Das Beste haben wir zum Schluss aufgehoben. The frosting on the cake is for now. Die Creme auf dem Kuchen kommt jetzt. Jesus is number 20, lesson 20. Lektion Nummer 20 ist über Jesus. And Jesus is the greatest example of righteousness by faith. Jesus ist das größte Beispiel der Gerechtigkeit durch den Glauben. How you understand Jesus' life is going to be influenced by either behavior or relationship glasses again. Es ist wichtig, wie wir das Leben Jesu betrachten, durch die Brille der Benimm, des Verhaltens oder des Verhältnisses. And one of the most fantastic truths is to discover that Jesus lived life just like we have to live it. Eine der großartigsten Wahrheiten, die man entdecken kann, ist die Tatsache, dass Jesus ein Leben, wie wir es lebte. Jesus came not only to die for us, he came to show us how to live. Jesus kam nicht nur, um für uns zu sterben, er kam auch, um uns zu zeigen, wie man leben kann. To live through dependence upon power from above him rather than power from within him. Leben kann in der Abhängigkeit jener Kraft, die von oben kommt, anstatt jener Kraft, die aus uns selbst kommt. Now this becomes even more meaningful when we understand what Jesus was like. Das wird noch bedeutungsvoller für uns, wenn wir richtig verstehen, wer Jesus war. The first 5 questions or so in this lesson point out that Jesus was God. Die ersten 5 Fragen so circa in dieser Lektion zeigen uns, dass Jesus wirklich Gott war. Any good evangelical Christian believes in the divinity of Christ. Jeder gute evangelische Christ glaubt an die Göttlichkeit Jesu. That even makes the devils good evangelical Christians, Das macht auch aus den Teufeln gute evangelische Christen, at least as far as they went on that point. zumindest was diesen Punkt anbetrifft. Notice under question 6, Beachtet unter Frage 6, Mark the 3rd chapter. Markus, das 3. Kapitel. Unclean spirits, when they saw him, fell down before him, Die unreinen Geister, wenn sie ihn sahen, fielen vor ihm nieder and cried, saying, Thou art the Son of God. und schrien auf und riefen aus, du bist Gottes Sohn. So we understand that Jesus was God. So verstehen wir, dass Jesus Gott war. But point number 7, Aber Nummer 7 sagt, we also know that Jesus was man. dass Jesus auch Mensch war. Hebrews the 2nd chapter. Hebräer im 2. Kapitel. For as much as the children are partakers of flesh and blood, Denn so gleich wie die Kinder Fleisch und Blut haben, he also took part of the same, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel. So, if we were going to diagram Jesus on the board, Wenn wir also ein Diagramm malen würden über Jesus, we would have a circle that was divided into 2 parts. dann hätten wir einen Kreis, der in 2 Teile aufgeteilt ist. Jesus was divine, Jesus war Gott and he was also human. und Jesus war auch Mensch. If we were going to diagram us on the board, Wenn wir uns dagegen darstellen müssten, we would have us all human. dann müssen wir uns ganz menschlich darstellen. Have you discovered that you are all human yet? Habt ihr schon festgestellt, dass ihr ganz menschlich seid? So there's a difference between the way Jesus was and the way we are. Es gibt also einen Unterschied zwischen der Art und Weise, die Jesus hatte und die wir haben. He was God and man, Er war Gott und Mensch, and we are only man or mankind. aber wir sind nur Menschen. There's a difference, Es ist ein Unterschied, but in the end we find that the difference made no difference. aber am Ende werden wir herausfinden, dass der Unterschied eigentlich nichts ausmacht. Well, right here is where there's a crack in the sidewalk Hier gibt es am Gehsteig einen Riss, that can become a Grand Canyon after a while. der nach einiger Zeit zu einem großen Tal werden kann. The behaviorist becomes very much interested in what kind of man Jesus was. Die Benimm-dich-Leute haben ein großes Interesse daran festzustellen, was für eine Art von Wesen Jesus hatte. And we get into these big discussions about
whether Jesus was like Adam before the fall or like Adam after the fall. Und dann beginnen diese riesigen Diskussionen über die Frage, war Jesus gleich dem Adam vor dem Sündenfall oder gleich Adam nach dem Sündenfall? Have you ever been asked that question? Ist euch jemals diese Frage gestellt worden? The next time someone asks you this question, there's only one answer. Das nächste Mal, wenn euch jemand die Frage stellt, dann gebt folgende Antwort. Was Jesus like Adam before the fall or like Adam after the fall? War die Natur Jesu die des Adam vor dem Sündenfall oder nach dem Sündenfall? The answer is yes. Die Antwort ist ja. So, if the answer is yes on both counts, let's take a look at that. Wenn die Antwort ja lautet auf beiden Seiten, dann müssen wir das einmal anschauen. Question number 8. Frage Nummer 8. At Jesus' birth, he was called that holy thing. Bei der Geburt Jesu wird er genannt das Heilige. The angel said that in Luke, the Der first Engel chapter. Gabriel sagte das in Lukas. In Hebrews, the first chapter, it says about Jesus, In Hebräer 1 heißt es von Jesus, Thou hast loved righteousness and hated iniquity. du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehasst. You can't say that about us. Das kann man von uns ja nicht sagen. We grow up loving iniquity and hating righteousness. Wir wachsen auf, indem wir das Unrecht lieben und die Gerechtigkeit As hassen. far as our own nature is concerned. Was unsere Natur betrifft, And happy are those who grow up in a different environment glücklicherweise gibt es einige, die in einer besseren Umgebung aufwachsen and early learn about Jesus. und schon sehr früh von Jesus erfahren. And the other texts point out that Jesus never sinned. Der nächste Text sagt, dass Jesus niemals gesündigt hat. But the behaviorist has to have a Lord that is just like he is. Aber der Benimm-dich-Christ braucht einen Herrn, der genauso ist wie er selber. And that if there are any differences in Jesus, that this wouldn't be fair. We could not do like he did. Und er sagt deshalb, wenn Jesus irgendeinen Vorteil vor uns gehabt hätte, dann wäre das nicht fair, dann können wir es nie schaffen. So the behaviorist insists that Jesus was born just exactly like we are. Deshalb besteht der Benimm-dich-Mann darauf, dass Jesus geboren wurde, genauso wie wir werden. And that Jesus struggled with all the temptations that we struggle with. Und Jesus mit den gleichen Versuchungen zu kämpfen hatte, mit denen wir kämpfen. This is impossible. Das ist unmöglich. Because if Jesus was born and lived just exactly like we do, he would need a Savior himself. Wenn Jesus genauso geboren wäre wie wir und genau gelebt hätte wie wir, dann hätte er auch jemanden gebraucht, der ihn erlöst. And Jesus never struggled with every temptation that we struggle with. Und Jesus hat niemals mit jeder Versuchung gekämpft, mit der wir kämpfen müssen. I'll give you one that Jesus never had. Ich gebe euch eine Versuchung, die Jesus nie hatte. Jesus was never tempted to continue in sin. Jesus war nie versucht, in der Sünde fortzusetzen, zu bleiben. That's one of the biggest temptations that people struggle with in this world. Das ist eine der größten Versuchungen, mit denen Menschen in dieser Welt zu kämpfen haben. The memory and the momentum of past sins is a big one. Die Erinnerung und die Schwungkraft der Sünden aus der Vergangenheit sind etwas Gewaltiges. So Jesus never had this temptation. Diese Art von Versuchung hatte Jesus nicht. If Jesus had to experience every little temptation that we have, then he was born 2,000 years too early. Hätte Jesus jede kleinste Versuchung genauso erfahren müssen wie wir, dann wäre Jesus 2000 Jahre zu früh geboren worden. He would have had to live down here at our end of the time, Er hätte dann bei uns jetzt am Ende der Zeit leben müssen. with all of the open and the bizarre temptations that the world has come out with Mit today. all diesen verrückten Versuchungen, die die Welt heute uns vorbringt. But that's not the issue in sin anyway. Aber das ist ja nicht das Anliegen, die Sache bei der Sünde. We've already noticed that the real issue in sin is to live apart from God Wir haben schon festgestellt, dass das eigentliche Wesen der Sünde darin besteht, ohne Gott zu leben and to live independent in our own strength. und uns auf unsere eigene Fähigkeit zu verlassen. Was Jesus tempted to do that? Wurde Jesus versucht, das zu tun? And this is where Hebrews 4 is very clear. Darüber spricht Hebräer 4 ganz klar. Jesus was tempted in all like we are.
Jesus wurde versucht, allenthalben gleich wie wir. It's interesting, and in the original Greek language, all points is not there. Es ist interessant, dass im Originaltext, im Griechischen, hier nicht steht, alle Punkte. In other words, even though Jesus was not tempted on every point, Das heißt also, obwohl Jesus nicht an jedem Punkt versucht wurde, he was tempted to every extent to which we will ever be tempted. wurde er in jedem Ausmaß versucht, das uns jemals befallen könnte. On the real issue in sin. Und zwar über das eigentliche Wesen der Sünde. Now, we are told in the book Desire of Ages Im Buch Das Leben Jesu wird uns mitgeteilt, that Jesus was like Adam after the fall dass in Jesus, several ways. dass Jesus dem Adam nach seinem Sündenfall in verschiedener Weise glich. In fact, he was like man after 4,000 years of downhill. Ja, mehr noch. Er glich sogar dem Menschen nach 4000 Jahren Verfall durch die Sünde. He was born after 4,000 years of weakness. Er wurde geboren, nachdem 4000 Jahre die Sünde die Menschheit geschwächt hatte. And the race had been degenerating in mental power, Und die menschliche Rasse degeneriert war an Geisteskraft, in physical strength, an Körperkraft and the book says in moral worth. und, so sagt es dort in dem Buch, an sittlichem Wert. These three things. Diese 3 Punkte. Physically, Jesus was not as strong as Adam. Körperlich war Jesus nicht so stark wie Adam. Jesus became tired and exhausted. Jesus ist müde geworden, sogar erschöpft. He went to sleep in the boat on the lake. Er schlief mitten auf dem See im Boot ein. Adam might not have been that tired. Vielleicht wäre Adam nicht so müde gewesen. Of course, if Adam had gotten in the boat, he would have sunk the boat. Vielleicht, wenn Adam ins Boot eingestiegen wäre, dann wäre es untergegangen. Because Jesus wasn't as tall as Adam. Denn Jesus war nicht so groß wie Adam. So in physical strength, Jesus was different downhill from Adam. Denn in körperlicher Stärke hatte Jesus nicht das, was Adam besaß. The second way that Jesus was downhill from Adam was in mental power. Zweitens, Jesus war geringer an Geisteskraft als Adam. He wasn't as smart as Adam. Er war nicht so klug. And Adam wasn't very smart. Adam war doch nicht sehr klug. At least some of us think so. Zumindest denken wir heute so. No wonder Jesus didn't think that he had the resources to go through the struggle at Gethsemane and the cross. Kein Wunder, dass Jesus dachte, er habe nicht mehr die Kraft, durch den Kampf von Gethsemane und das Kreuzesgeschehen hindurchzukommen. But Jesus showed great wisdom when he was here in this world. Aber Jesus hat große Weisheit offenbart, als er in dieser Welt war. It wasn't the wisdom that he was born with. Aber das war keine Weisheit, die er als Erbgut empfangen hatte, It was wisdom that came from above him. sondern es war Weisheit, die ihm von oben zugekommen war, Through connection with his Father. durch die Verbindung mit seinem Vater. Then Jesus was downhill for 4,000 years in moral worth. Und dann war Jesus auch nach 4000 Jahren des sittlichen Verfalls tiefer. The book Desire of Ages does not bother to define that. Das Buch Leben Jesu hat das nicht genau definiert. So we have the freedom to give a definition to that one. Deshalb haben wir die Freiheit, das zu definieren, wie wir es möchten. If you look it up in the dictionary, you find that moral has to do with outward actions. Wenn man das Wort Moral im Lexikon aufsucht, dann hat das zu tun mit äußerlichen Aktionen. And that morality would be the external righteousness of the scribes and Pharisees. Und Moral könnte man definieren als die äußerliche Gerechtigkeit, wie sie die Pharisäer und Schriftgelehrten offenbarten. Jesus was not as strong as Adam would have been to produce outward morality. Jesus war nicht so stark, wie Adam es gewesen wäre, äußerliche Moral hervorzubringen. In other words, Jesus did not have the willpower and the backbone that Adam would have had. Mit anderen Worten, Jesus hatte nicht die Willenskraft und das starke Rückgrat, das Adam besessen hätte. So Jesus was definitely weaker than Adam by 4,000 years. So war Jesus sicherlich um 4000 Jahre schwächer als Adam.
But Jesus didn't come to depend upon what he was born with. Aber Jesus kam ja nicht, um sich auf das zu verlassen, was er bei der Geburt erhalten hatte. If he had depended upon his human nature, Wenn er sich auf seine menschliche Natur verlassen hätte, there would have been no chance for him. hätte es für ihn keine Möglichkeit gegeben. But he lived as a man in connection with God. Aber als Mensch lebte er in ständiger Gemeinschaft mit Gott. In other words, Jesus was the greatest example of relationship with God. Das heißt, Jesus war das größte Beispiel der Abhängigkeit von Gott. Not only that, but he stayed in this stance, the surrendered stance, all his life. Nicht nur das, sondern er blieb in diesem Zustand der Übergabe sein ganzes Leben lang. He did not swing back and forth between depending upon himself and depending upon God. Er pendelte nicht hin und her zwischen der Abhängigkeit von Gott und seiner eigenen Kraft. Now there are some mysteries to this. Es gibt sicherlich Geheimnisse dazu. How did this happen from the age of birth until the age of accountability? Wie konnte sich das im Leben auswirken, von seiner Geburt an bis zu seinem Erwachsenenalter? I'm not sure that we have all the answers to that. Ich glaube nicht, dass wir darauf alle die Antworten finden. There are some mysteries to the atonement and the incarnation. Es gibt Geheimnisse über die Fleischwerdung Jesu und die Versöhnung. But at least all of the time that we are held accountable for, Jesus experienced something that we experience. Aber für die Zeit, für die wir verantwortlich gehalten werden, hat Jesus die gleichen Erfahrungen gemacht, wie wir sie auch machen. Now, Jesus makes a strange statement in John 5. In Johannes 5 macht Jesus eine eigenartige Aussage. He says, I can of mine own self do nothing. Er sagt, von mir selbst kann ich nichts tun. That was a strange statement. Das ist eine seltsame Aussage. Because Jesus in himself could have done plenty. Natürlich hätte Jesus viel aus sich selbst tun können. The power that he was born with as God would have accomplished anything. Die Kraft, mit der er geboren war, als Gott, hätte viel ausgerichtet. But apparently he had agreed that he would come and live life without relying upon his divine power. Aber offensichtlich war er mit seinem Vater übereingekommen, dass wenn er auf diese Erde kommt, er die göttliche Kraft nicht in Anspruch nehmen würde. So the very power that he was born with became the greatest hindrance to him living as a human being. Deshalb war diese Kraft oder Fähigkeit, mit der er geboren war, das größte Hindernis, um nun als Mensch so zu leben. Which means that this gave him a disadvantage. Das heißt, das gab ihm einen Nachteil uns gegenüber. What do they call it in sports? He had a handicap. Wie heißt es im Sport? Er hatte ein Handicap. If the real issue in sin is to live a life apart from God in your own strength, Wenn es in der Sünde darum eigentlich geht, ein Leben aus eigener Kraft und ohne Abhängigkeit von Gott zu führen, who has the bigger temptation to live in his own strength? The one who's born God or the one who wasn't? wer hat dann die größere Versuchung? Der in der Kraft Gottes geboren wurde oder der sie nicht hat? So the very fact that Jesus was born different than we are didn't give him an advantage. Also hat die Tatsache, dass Jesus anders geboren wurde wie wir, ihm keinen Vorteil gegeben, It gave him a disadvantage. sondern hat ihm eigentlich als Nachteil noch, als Erschwerung gedient. I promise not to tell any more stories, Ich wollte keine Geschichten mehr erzählen, but now I have to tell a story. aber jetzt muss ich doch eine Geschichte I come erzählen. over here in storytelling place. Hier ist mein Geschichtserzählungsplatz. In 1956, my brother bought a Volkswagen. 1956 hat mein Bruder einen Volkswagen gekauft. I guess I told this in Karlsruhe. Huh? Oh, okay, well, I'll tell it anyway. Trotzdem, ich erzähle es nochmal, This was really our subject on Sabbath morning. denn das war unser Thema am Sabbatmorgen. So my brother persuaded me to buy a Volkswagen. Mein Bruder überredete mich, auch einen Volkswagen Käfer zu kaufen. And it only had 56 horsepower. 36. 36. Es hatte nur 36 PS, But it had 4 on the floor. aber es waren 4 Gänge. This is what the hot rod Das nennen diese
Fahrer von heißen Kisten eben, 4 Gänge. So I felt really sporty in my 4-on-the-floor Volkswagen. So fühlte ich mich sehr sportlich mit den 4 Gängen zu schalten. One day, shortly after I had my Volkswagen, I was sitting at the stoplight, Eines Tages, kurz nachdem ich den VW bekommen hatte, stand ich vor einer roten Ampel and one of these high school boys in his sports car came alongside of me. und einer von diesen Jungs aus dem Gymnasium in seinem Sportswagen fuhr neben mir vor. He had 4 on the floor. Er hatte auch nur 4 Gänge. So did I. Die hatte ich auch. But I forgot that he had 8 in the furnace, Aber ich habe vergessen, dass er 8 Zylinder unter der Haube hatte. and I only had 4 cylinders in the trunk. Und ich hatte nur 4 Zylinder im Kofferraum. So the light turned green, Als die Ampel auf grün sprang, and we stepped on the gas and head across the intersection. sind wir auf den Gashebel getreten und über die Kreuzung gebraust. By the time I got across the intersection, he was down at the next stoplight. Bis ich über die Kreuzung kam, war er schon bei der nächsten Ampel. I was embarrassed. Ich war betroffen. And I was never tempted to do that again. Ich wurde nie wieder versucht, es mit dem aufzunehmen. If you have the horsepower, then is when you're tempted to use it. Nur wenn du die PS hast, dann wirst du versucht, das zu tun. Now the devil knew that this was the whole issue in sin. Der Teufel wusste, dass es eigentlich darum ging beim Sündigen, To separate from God and live on your own resources. sich von Gott zu trennen und aus der eigenen Fähigkeit zu leben. So he was desperate to get Jesus to sin. Und deshalb hat er es verzweifelt versucht, Jesus zu dieser Sünde zu verführen. But he couldn't tempt Jesus to do bad things, Aber er konnte Jesus natürlich nicht dazu bringen, schlechte Dinge zu tun. because for the one who has a relationship with God Denn für den, der eine Verbindung mit Gott besitzt and also has the abiding dependence upon God's power, und auch bleibend von der Kraft Gottes abhängt, sins are repulsive to him. He hates them. sind Sünden etwas Scheußliches. So the devil could not tempt Jesus to do something wrong. Also konnte der Teufel überhaupt keine Hoffnung haben, Jesus zu einer unrechten Tat verführen zu können. Jesus would have been repulsed by that. Jesus hätte das sofort zurückgewiesen. He had to tempt Jesus to do something right. Er musste Jesus versuchen, etwas Gutes zu tun. Have you ever been tempted to do something right? Seid ihr schon mal versucht worden, etwas Gutes zu tun? That's what he came to Jesus with. Mit dieser Bitte kam er zu Jesus. Jesus hadn't eaten for 6 weeks, 6 Wochen lang hatte Jesus nichts gegessen. and he was hungry. Deshalb war er hungrig. There's nothing wrong with being hungry when you haven't eaten for 6 weeks. Das ist nicht verkehrt, Hunger zu haben, wenn man 6 Wochen gefastet hat. There'd be something wrong if you weren't hungry. Das wäre schon eher verkehrt, wenn man dann keinen Hunger hätte. So the devil came to him and tempted him to make stones into bread. Und deshalb kam der Teufel und versuchte ihn, Steine in Brot zu verwandeln. There's nothing wrong with wanting some bread. Es ist sicherlich nicht falsch, wenn jemand Brot wünscht. Bread is pretty popular in Germany. Brot ist hier, wie ich merke, sehr volkstümlich. The devil did not tempt him to make the stones into a German pastry. Der Teufel hat ihn nicht versucht, die Steine in deutsche Konditoreiware zu verwandeln. Or chocolate candy. Oder in Schokolade, in Süßigkeiten. Or McDonald's milkshakes. Oder He tempted him to make stones into good old-fashioned stone ground whole wheat German black bread. er versuchte ihn, die Steine in Vollkornbrot, gutes, steingemahlenes, altes deutsches Vollkornbrot zu machen. He didn't even tempt him to put some of that garlic spread on there. Er hatte nicht einmal versucht, noch etwas Knoblauchpaste drauf zu streichen. So there's nothing wrong with the temptation that he gave to Jesus. Also es war doch nichts verkehrt mit der Versuchung, die er Jesus gab. He tempted him to do something right, Er versuchte ihn, etwas Rechtes zu tun, but in his own power, aber aus eigener Kraft, the power that he had been born with. aus der Kraft, mit der er geboren war. Have you ever been tempted to make stones into bread? Seid ihr jemals versucht worden, Steine zu Brot zu machen? If you have ever been tempted to make stones into bread, we have a special place for you. Wenn ihr jemals die Versuchung hattet, Steine in Brot zu verwandeln, dann gibt es für euch einen besonderen Platz. It's called the mental institution. Und das ist die Irrenanstalt. The devil has never tempted me to make stones into bread. Mich hat der Teufel noch nie versucht, dass ich Steine zu Brot verwandeln soll. But this was an admission on the devil's part that he knew that Jesus was God.
Aber das war ein Eingeständnis auf Seiten des Teufels, dass er genau wusste, Jesus ist Gott. And what he wanted Jesus to do was to separate from his Father and do something himself. Er wollte Jesus dahin bringen, dass er sich von seinem Vater trennte und etwas für sich selber tat. And apparently this was a big temptation for Jesus. Und offensichtlich war das für Jesus eine große Versuchung. All through his life, the devil tried to get Jesus to separate from his Father and depend on his own power. Sein ganzes Leben lang versuchte der Teufel, den Herrn von der Abhängigkeit von seinem Vater abzubringen und etwas einmal aus eigener Kraft zu tun. And one thing we know for sure, Jesus never did it for himself. Und eins wissen wir sicher, Jesus hat das niemals getan, um seiner selbst willen. Therefore, he never took any advantage over us. Deshalb hat er nie irgendeinen Vorteil in Anspruch genommen über uns. Now, there are some people that think that he did some of his miracles by his inherent power that he was born with. Es gibt Leute, die glauben, dass er einige seiner Wunder gewirkt hat aus der innewohnenden Kraft. But some of us are quite sure that he didn't even do that. Aber manche von uns sind sicher, dass er das nicht getan hat. That his miracles and his overcoming Satan and everything was done through power from above him. Dass auch seine Wunder und auch die Kraft, mit der er den Teufel überwand, ihm von oben zukamen. And the power from above him came through his daily relationship with his Father. Und diese Kraft von oben kam aus der täglichen Gemeinschaft mit seinem Vater. Now we come to the close of Jesus' life. Am Ende des Lebens Jesu nun And we have a most amazing temptation. kommt eine erstaunliche Versuchung. The devil was really smart. Der Teufel war wirklich raffiniert. He had saved his most subtle, tricky temptation for the end. Er hat seine scharfsinnigsten und gemeinsten Versuchungen bis aufs Ende aufbewahrt. Jesus was struggling in Gethsemane with the sins of the world. Jesus hat in Gethsemane mit den Sünden der Welt gerungen. And with the realization that if he went through with this ordeal, that he would be separated from his Father. Im Bewusstsein, dass wenn er durch diesen Gang der Ereignisse hindurchginge, dass er dann von seinem Vater getrennt werden And würde. it looked so hard and so black that he felt like he would never see his Father again. Und es sah für ihn so schwarz aus, dass er fühlte, er würde seinen Vater nie wieder sehen. I expect to see my Father again, Ich glaube, dass ich meinen Vater eines Tages wieder sehen werde. regardless of what happens over there. Egal, was sich jetzt drüben in den USA ereignet. But Jesus felt like he would never see his Father again. Aber Jesus fühlte, dass er seinen Vater nie wieder sehen würde. And we are told that we don't have the slightest idea of how close the Father and the Son were. Und es wird uns gesagt, dass wir nicht den schwächsten Eindruck davon haben, wie eng die Verbindung zwischen Vater und Sohn war. So the devil came to Jesus in Gethsemane and said, "Don't go through with this." Und deshalb kam der Teufel zu Jesus in Gethsemane und sagte zu ihm, geh nicht mehr weiter. All your life you've insisted on being close to your Father. Dein ganzes Leben lang hast du darauf bestanden, in inniger Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. And you were right. Und du hattest recht. You did the right thing. Du hast das Richtige Now getan. don't ruin it now. Und jetzt hör nicht auf damit. Don't separate from your Father. Trenn dich nicht von deinem Vater. Jesus was being tempted to not separate from his Father. Jesus wurde versucht in Gethsemane, sich nicht von seinem Vater zu trennen. He was being tempted to keep the relationship with his Father. Er wurde versucht, die Verbindung mit seinem Vater weiterhin aufrechtzuerhalten. It was just the opposite of our temptation. Das ist genau das Gegenteil von unseren Versuchungen. Every morning we are tempted to do something right. Jeden Morgen werden wir versucht, etwas Rechtes zu tun. We are tempted to live a good life in our own power. Die Versuchung für uns ist, dass wir ein gutes, frommes Leben führen aus eigener Kraft. Every morning we are tempted to forget the Bible and prayer. We're too busy. Jeden Morgen werden wir versucht, die Bibel und das Gebet ein bisschen zu kurz zu kommen zu lassen, We don't have time. weil wir nicht genügend Zeit haben. And we'll live a good life without him this day. Und dass wir diesen Tag ganz gut überstehen werden, auch ohne das. That's being tempted to do something good in our own strength. Das ist die Versuchung, etwas Gutes zu tun aus eigener Kraft. And every morning we're tempted to not live in relationship with God. Und jeden Morgen werden wir versucht, nicht in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. In the Garden of Gethsemane, Jesus was tempted to live in relationship with God. Im Garten Gethsemane wurde Jesus versucht, nicht mit Gott zu leben. Just the opposite. Genau das Gegenteil. And that's a temptation that you and I will never have. Das ist eine Versuchung, die uns nie widerfahren wird. But he struggled through this temptation, Aber er hat diese Versuchung durchgekämpft
And an angel came to strengthen him. Ein Engel kam, ihn zu stärken. And he went through with the whole thing for the sake of you and me. Und deinet und meinetwillen hat sie bestanden. He was able to see down through the ages to a place in Germany. War in der Lage, durch die Jahrhunderte vorauszublicken an einen Platz in Deutschland. To a group of people at Diboldsburg. Auf eine Gruppe von Leuten auf der Diboldsburg. Who would need what he came to do. Die das genau brauchen würden, was für sie tun sollte. And after the angel came and strengthened him, und nachdem der Engel kam und ihn stärkte, he walked out of the garden with his head high, ging aus dem Garten mit erhobenem Haupt, with complete dignity, in völliger Demut und Würde, even though they pushed and shoved him all the way to the cross. Obwohl sie ihn den ganzen Weg zum Kreuz schlugen und schleiften. Watch him in the hall of Caiaphas. Schaut, wie dort in der Halle des Kaiphas steht. They pushed and shoved him there. Sie haben ihn dort geschlagen. They put the crown of thorns into his brow. Sie haben eine Dornenkrone ihm aufs Haupt gedrückt. They threw a big bag over his head. Sie haben einen Sack über seinen Kopf gezogen. And they hit him through the bag. Und sie haben ihn durch den Sack hindurch Schläge versetzt. They said, "Come on, let's play a game of 20 questions. Und haben gesagt, komm, lass uns spielen, 20 Fragen. If you're a prophet, tell us who hit you." Wenn du ein Prophet bist, sag uns, wer dich geschlagen hat. And they took the bag off. Und sie haben den Sack abgezogen. And they slapped him in the head. Und sie schlugen ihn aufs Haupt. And they spit in his face. Und spuckten ihm ins Gesicht. Now, can you imagine what you would have done if you'd been in his shoes? Könnt ihr euch vorstellen, was ihr getan hättet, wenn ihr an seinem Platz gewesen wäret? You know what I would have done if I'd been there? Wisst ihr, was ich getan hätte? And I knew that I was God. I was born God. Wenn ich gewusst hätte, dass ich als Gott geboren war, I had power, just snap my fingers. wenn ich die Kraft gehabt hätte, nur auf einen Finger, I'm pretty sure I know what I would have done. ich wüsste schon, was ich getan hätte. I would have said it's about time I showed them who they're pushing around here. Ich hätte mir gesagt, jetzt ist es aber Zeit, dass ich ihnen zeige, wen sie da herumstoßen. But instead, it says he went as a lamb to the slaughter. Aber stattdessen sagt es, er ging wie ein Lamm, das zur Schlachtbank And from geführt wird. beginning to end, he never relied upon his own power. Und von Anfang bis Ende hat er sich nie auf seine eigene Kraft verlassen. So he not only took my place and died, Er hat also nicht nur meinen Platz angenommen, um zu sterben, but he showed me how to live through dependence upon power from above him. sondern er zeigte mir auch, wie man in der Abhängigkeit von der Kraft von oben leben kann. Now he gives us the same advantage. Und nun schenkt er uns den gleichen Vorteil. We can live through power from above us. Wir können leben aus der Kraft von oben. And that's what righteousness by faith is all about. Und das ist der ganze Inhalt der Gerechtigkeit durch den Glauben. Under question 10, Unter Frage 10 we find that Jesus had no advantage over us. finden wir, dass Jesus keinen Vorteil über uns hatte. Under question 12, Unter Frage 12 we find that Christ's followers did all the things that Jesus did. finden wir, dass die Nachfolger Jesu all das, was Jesus ausgeführt hat, auch vollbrachten. And therefore, we can have access to the same works that he did. Und deshalb können wir Zugang haben zu den gleichen Werken und Wundern, die er tat. I have a conclusion that I would like to save for a few moments and see if you have comments at this time. Ich habe eine Schlussfolgerung, die ich in einigen Momenten euch vortragen möchte, aber ich möchte jetzt fragen, ob ihr hier Fragen habt in diesem Augenblick. Maybe this subject is too sacred to talk about. Vielleicht ist dieser Gegenstand zu heilig, um darüber zu reden. On the other hand, if you get as excited about it as I do, you probably want to say something about it. Aber wenn ihr darüber so begeistert werdet, wie ich es bin, dann würdet ihr sicherlich was sagen dazu. Yes. Oh, over here. Zugang zu den gleichen Werken, die Jesus tat. John 14 says so.
Ja, Johannes 14 sagt so. And this is why under 12, whatever it was, we have listed the same works that Und Jesus deshalb did. habe ich in Einzelheiten unter Frage 12 alle diese Werke aufgezählt, die Jesus tat und seine Jünger auch vollbrachten. Yes? Ich würde gerne genaues erfahren über den Satz, Vater, warum hast du mich verlassen? Oh, yeah. As you study the evidence at the cross, Wenn man den Beweis des Kreuzes studiert, you find that Jesus was not abandoned or forsaken by his Father. dann finden wir, dass Jesus eigentlich vom Vater nicht verlassen war. God was in Christ reconciling the world unto himself. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber, steht im Korintherbrief. But Jesus felt like he was forsaken by Aber God. Jesus fühlte, als wäre er verlassen von Gott. Even in Gethsemane and the cross, Jesus didn't go through it in his own strength. Sogar in Gethsemane und auf dem Kreuz hat Jesus nicht aus eigener Kraft das alles durchlitten. There was divine power sent from above to give him strength to go through it. Es wurde ihm göttliche Kraft von oben geschenkt, dass er das alles überstehen konnte. And the book Desire of Ages makes it clear that the Father was there at the cross. Und das Buch Leben Jesu sagt ganz deutlich, dass der Vater auch am Kreuz bei ihm war. That's why the heavy darkness came to conceal his presence. Das war der Grund, warum diese schwere Finsternis kam, um seine Gegenwart zu verhüllen. But it was part of the plan of the atonement that Jesus would feel forsaken. Aber es war Teil des Erlösungsplanes, dass Jesus fühlen sollte, als wäre er verlassen. And as far as his own feelings were concerned, he was forsaken. Denn soweit unsere Gefühle betroffen sind, so fühlte er sich ebenso verlassen, wie wir als Sünder. But he had said before the cross, I am not alone. Aber vor dem Kreuz noch hat er gesagt, ich bin nie allein. And at the very end, just before he lost consciousness, there's another clue. Und ganz am Ende, kurz vor er das Bewusstsein verlor, gibt es einen anderen Schlüsseltext. Apparently there was a moment between the time that his heart broke Offensichtlich gab es einen Augenblick zwischen dem Zeitpunkt, da sein Herz brach and he lost consciousness, und er verlor das Bewusstsein and he said, Father, und er redete ihn wieder an mit Vater. into thy hands I commit my spirit. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Is this on the point? Ist das der Punkt? Yes. Ich denke, es war auch am Sabbat die allerwichtigste Stunde. Für diese Stunde wurde für mich der Boden geebnet, für die ganz große Erkenntnis, die mir fehlte. Praise God from whom all blessings flow. Yes. Ich dachte auch immer, dass Jesus einen Vorteil hatte uns gegenüber. In der Versuchung fertig zu werden durch seine Göttlichkeit. Mir war es nie bewusst, in welch großer Versuchung Jesus war, seine Göttlichkeit nicht einzusetzen. Deshalb danke ich dir für diese Erklärung. Okay. Da gibt es doch den Text, er wurde für uns zur Sünde gemacht. He was made sin for us. Und Sünde trennt uns von Gott. Demnach muss es doch Augenblicke gegeben haben, wo Gott sich von Jesus getrennt hat. Well, one of the points, let's see, that's a new question to me too. Das ist eine neue Frage für mich auch.
So I 2. don't- Korinther 5, Vers 21. One of the points that we've discussed earlier this week is that Einer der Sin. Punkte, den wir früher diese Woche diskutiert haben, ist, sin does not separate us from God. dass Sünde uns nicht von Gott trennt. It separates us from His blessing. Sie trennt uns von seinen Segnungen. But I've got to remember that as I grapple with your question. I think this is not sins, plural. He was made sin, singular. Yeah. Was only the essence of sin. Okay, this was not sins plural, thank you. This was sin singular. Yeah, that's an important point here. And the fact that Jesus became sin for us never made him a sinner. Aber die Tatsache, dass Jesus zur Sünde wurde für uns, machte ihn nicht zum Sünder. This is an important point in 2 Corinthians 5:21. Das ist der wichtige Punkt in 2. Korinther 5, 21. That even though Jesus became sin for us, this never made him a sinner. Obwohl Jesus für uns zur Sünde wurde, ist er deswegen kein Sünder geworden. And the reverse is also very important. Und die Umkehrung des Textes ist ja auch wichtig. When we are made the righteousness of God in Him, this never makes us righteous. Dass wir werden die Gerechtigkeit, die in ihm gilt, das macht uns nicht zu Gerechten. But I want to think further about your point. Aber ich werde über deinen Punkt noch weiter nachdenken. Dann ist es alles symbolisch und nicht wirklich. Isn't it symbolic and not real? Well, as far as him being the sinner, yes. Soweit es bedeutet, dass er ein Sünder wäre, ja. But Jesus really did bear our sins. But he in reality felt the results of sin. Separation. What sin would finally ultimately do to man, separate him from God. Yeah. Yes. More. Aber unsere Sünde wurde doch am Kreuz auf ihn gelegt, wenn man das mit dem Alten Testament vergleicht, mit dem Lamm. And this is probably why he had to feel the separation. Wahrscheinlich musste er deswegen auch die Trennung fühlen. We have help over here? Yes. Wir haben hier Hilfe. Würde ich nochmal vergewissern. Als Jesus im Garten Gethsemane war, die Versuchung darin, dass er die Trennung vom Vater nicht gezogen hat. Und der Satan hat gesagt, trenn dich nicht, aber er musste nicht trennen. Yes. Ich weiß nicht, ob es eine kleine Hilfe ist von Jesaja. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wurde. Aber er ist um uns in diese Tat willen verwundet. Transgression. Yeah. Okay. Yeah. Satan hat in Gethsemane seinen Einheit zugetan. Um Jesus von Gott zu trennen. Aber war es nicht die Schwere der Sünden, die Jesus für uns dahingegeben oder damit abgeholt hat auf seinen Tod hat?
Yeah, that's right. That's a good point. Das bringt einen guten Punkt hervor. That it was the weight of the sins of the world that broke Jesus' heart. Es waren das Gewicht der Sünden dieser Welt, das ihm das Herz gebrochen hat. And Satan simply made the most out of that to try to get him to separate from the plan. Und Satan versuchte das auszuschlachten, soweit es ging, um ihn von seinem Plan abzubringen. Yeah. Yes. Es heißt doch in der Bibel, dass Jesus der Erstling ist, der auferstanden ist. Ja, er war aber nicht der Erste. Und ich habe es dann immer so verstanden, dass er den zweiten Tod gestorben ist, geschmeckt hat. Und somit die ganze Verlorenheit eines Sünders auferlebt hat. All right. Thank you. Over. I think she had a. War da noch eine Frage hier irgendwo? Jesus, auf die Frage von Jesus ist für uns die Sünde gemacht worden, aber er war kein Sünder. Ich sehe es so daraus, dass Come to a conclusion here. Vielleicht sollten wir hier zum Abschluss kommen. It is frustrating to leave this here Es ist eigentlich enttäuschend, dass wir hier jetzt aufhören müssen, because we are now touching the theme that we are going to be studying for eternity. denn wir haben jetzt gerade angefangen, das Thema zu behandeln, das wir in Ewigkeit studieren werden. And we're just barely scratching the surface, if that much, Wir haben kaum die Oberfläche geritzt von diesem Thema, of what Jesus came to do for us. was Jesus für uns getan hat. But here's a little appeal that I would like to leave with you. Aber hier ist eine kleine Anregung, die ich euch hinterlassen möchte. It was written by my son. Sie wurde von meinem Sohn geschrieben. He was a teenager and going to college. Er war ein Teenager und er ging noch auf die Schule. And he sort of was fluctuating back and forth between spiritual things and other things. Und er schwankte damals noch hin und her zwischen geistlichen Dingen und anderen Dingen. And one day he spent all day Sunday watching the football game on television. Eines Tages hat er den ganzen Sonntag zugebracht, um das Fußballspiel am Fernsehen zu beobachten. At the close of the day, as he turned the television off, he had this terrible empty feeling inside. Am Ende des Tages, als er den Fernseher endlich abdrehte, da hat er diese schreckliche Leere in sich gefühlt. And he said to himself, you know, you stupid character, why can't you spend as much time with Jesus as you can with the dumb football game? Und er sagte sich, dieses blöde Zeug, warum kann ich nicht so viel Zeit mit Jesus zubringen wie mit diesem dummen Fußballzeug? So he went to a quiet place and began to try to pray. So ging er an einen stillen Ort und fing an zu beten. And he asked God to help him to have at least as much appreciation for Jesus as he did for football. Und er bat Gott, dass er ihm doch wenigstens so viel Hochachtung für Jesus eingeben möge, wie er dem Fußball entgegenbrachte. Evidently someone heard his prayer, Offensichtlich hat jemand sein Gebet gehört. and he began to write something at the end of that time. Und am Ende dieser Zeit fing er an, etwas zu schreiben. He kind of enjoys writing. Er freut sich über And schriftstellerische Arbeit. after he'd written this out, he handed it to me later. Und nachdem er es geschrieben hatte, später gab er es mir. And he said, Dad, maybe you'd be interested. Und er sagte, Papa, vielleicht interessiert es dich. I was, and I still am. Ich war und ich bin's noch. Do you know what it's like to be lonely? Weißt du, was es heißt, allein zu sein? So alone that no one but your own thoughts are ever your companions? So allein, dass niemand außer deinen eigenen Gedanken dich begleiten. Do you know what it's like as a child to want to play with the other children?
Weißt du, was es heißt, als Kind mit anderen Kindern spielen zu wollen, and they only make fun of you? aber sie lachen dich nur aus? Do you know what it's like to wish for a retreat in the quiet of your own home? Weißt du, was es heißt, dich in die Stille deines eigenen Heimes zurückziehen zu wollen, But even there you find mocking and sarcasm. aber selbst dort findest du nur Spott und Sarkasmus? Do you know how it hurts to have no one to talk to? Weißt du, wie es schmerzt, wenn man niemand hat, zu dem man reden kann? No one to share with, Niemand, dem man sich mitteilen kann, even if they only listen? auch wenn sie zuhören? Have you ever felt the pain of rejection Hast du jemals den Schmerz der Zurückweisung empfunden? or the bitter disappointment of broken trust? Oder die bittere Enttäuschung gebrochenen Vertrauens? Have you ever been invited by someone to get acquainted? Hast du jemals erlebt, dass dich jemand einlud, um ihn kennenzulernen? And then they came after dark so no one would see you together. Und dann kam niemand, um dich zu treffen? Have you ever had people follow you everywhere so that they might distort something you say? Hast du es jemals erlebt, dass die Leute dich ständig verfolgten, um das, was du sagtest, zunichte zu machen? And find reasons for putting you to death? Und Gründe finden, um dich sogar zu töten? Have you ever returned to your hometown acquaintances? Hast du jemals deine Verwandtschaft in deiner Heimatstadt aufgesucht, Wanting to give friendship, um ihnen Freundschaft zu erweisen? and they tried to push you off the cliff? Und sie haben versucht, dich den Berg hinunterzustoßen? Have you ever given of yourself until there was nothing left to give? Hast du jemals dein Selbst aufgegeben, so weit, dass es nichts mehr zu geben gab? Have you struggled against all the forces of evil? Hast du jemals gegen alle Mächte der Finsternis gekämpft? Struggled until you actually sweat blood? So gekämpft, bis du wirklich Blut geschwitzt hast? Have you ever been rudely jostled by calloused men? Hast du jemals von gnadenlosen Leuten dich herumstoßen lassen? Have you ever felt the sharp pain of thorns pressed deep into your scalp and temples? Hast du jemals gefühlt den Schmerz der scharfen Dornen, die in deine Kopfhaut getrieben wurden? Have you ever had someone spit upon your bruised and bleeding face? Hast du jemals erlebt, wie jemand in dein verwundenes, blutendes Gesicht spuckte? Do you know how it feels to struggle through your own blood? Weißt du, wie man fühlt, wenn man durch sein eigenes Blut sich kämpfen muss, While dragging heavy timbers? während das Atmen dir schwer wird? Do you think you could stagger on willingly? Meinst du, man kann dann mit eigenem Willen weiter straucheln, To die for those who hate you and reject you? für die zu sterben, die dich hassen und zurückweisen? Have you ever felt the grinding crunch of nails being driven through your hands and feet? Hast du jemals gefühlt den mahlenden Schmerz von Nägeln, die durch deine Hände und Füße getrieben werden? Have you ever felt with every nerve of your body the jolt of a cross dropping into its hole? Hast du jemals gefühlt mit jedem Nerv deines Körpers, wie ein Kreuz rüttelnd ins Loch gestoßen wird? Have you ever hung from wounds spreading ever wider? Hast du jemals gehangen an Wunden, die ständig weiter ausrissen, While crowds made fun and threw rocks at your bruised body? während die Menge sich einen Spaß daraus macht, auf deinen verwundeten Körper zu starren? Have you ever hurt? Hast du jemals gehört? Have you ever suffered? Hast du jemals gelitten? Have you ever died alone? Bist du jemals allein gestorben? For those who refuse to let you be their friend? Für die, die sie zurückgewiesen haben, deine Freunde sein? While on this earth, Jesus did. Auf dieser Erde hat Jesus das getan. And all the time he longed for a friend. Und die ganze Zeit über sehnte er sich nach einem Freund. He still does. Er sehnt sich noch immer. Won't you be his friend? Möchtest du nicht sein Freund sein?